Okay, Lieber Herr van Egmond, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Zeitzeugeninterview mit uns heute zu machen. Sie haben als Bariton von ca. 1965 bis 78 mit Harnoncourt zusammengearbeitet. Und ich zähle in Harnoncourts Werkkatalog allein 42 Tonträger, an denen Sie beteiligt sind. Und mhm. unzählige Konzerte. Ja, So das viel. war ich mir nicht gar bewusst. Aber stimmt Ja, schon. Ja, das fing 1965 an mit der ersten Aufnahme der Johannespassion auf ja, Originalinstrumenten. Wie ist denn die Zusammenarbeit zustande gekommen? Sie waren damals ja noch ein ganz junger Sänger. ja. Ähm, die ist eigentlich zustande gekommen über Herrn Wolf Erichsson. Den Namen kennen Sie schon wahrscheinlich. Er war Producer bei Telefunken, Teldec später in Hamburg. Ich habe als junger Sänger damals ein paar Auditionsaufnahmen geschickt an verschiedenen Schallplattenfirmen und von keiner habe ich eine Antwort bekommen, außer Herr Wolf Erichsson aus Hamburg. Und er schrieb, dass diese Stimme genau das war, was er im Moment suchte für diese Aufnahmen in der Serie Das alte Werk. Und dann hat er mir bekannt gemacht mit Gustav Leonhardt und mit Harnoncourt. Und die waren beide einverstanden. Und von dem an haben wir also viele Aufnahmen gemacht. Es hat erst angefangen in Hamburg mit Schütz, Heinrich Schütz, dem Monteverdi-Chor, glaube ich. Und naja, später sind dann natürlich Harnoncourt und Leonhardt dazugekommen. Wie Sie sagen, Johannes Passion und Matthäus Passion natürlich und sämtliche, also viele Bach-Kantaten. Sehr viele Bach-Kantaten, auch die 3 Monteverdi-Opern, die Marienvesper von Monteverdi, die H-Moll-Messe. Also Sie waren bei allen wichtigen Meilensteinen Ja, und dabei. von Monteverdi gesprochen, Il ritorno d'Ulisse in Patria. Oh. Mhm. Sowohl die LP-Aufnahme als auch die Produktion 1971 im Theater an der Wien. Da waren Sie auch Ja, dabei. ja. In der Aufnahme habe ich, meine ich, die Rolle von Ulisse gesungen und im Theater war es eine Rolle von Apollo. Können Sie ein bisschen davon berichten? Wie war das? Wie hat das funktioniert? Also, Ja, ähm, sie, es war also, wir hatten dann schon viel zusammengearbeitet zu der Zeit und dann kam, die meisten Dinge waren nicht inszeniert, aber dann kam die Idee, um Il Ritorno d'Ulisse zu inszenieren und ich war engagiert für die Rolle von Ulisse, aber der Regisseur, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, der, Friederik Miedita? ja, genau, ähm, der wollte mir nicht in diese Rolle von Ulisse haben, sondern als Apollo. Äh, er hat, das ist alles unoffiziell, einen Bekannten von ihm, einen Bariton, den er besser meinte zu sein als Ulisse. Obwohl er meine Schauspielqualitäten überhaupt nicht konnte. Aber das ist Beisache. Die 2 Aufnahmen sind zustande gekommen in beiden Rollen und die haben, darüber habe ich mich sehr gefreut. War das schwierig oder hatten Sie damals das Gefühl, Neuland zu betreten, dass Sie Pioniere sind, dass das irgendwie etwas ganz ungewöhnlich Neues ist, was Sie da machen mit der alten Musik? Ja, ja. Im Allgemeinen Neuland, es war eigentlich, ich war sehr neugierig und meine Stimme hat sich besonders für diesen Stil geeignet.
Aber ich war mir bewusst, dass ich Literatur studieren sollte, dass ich lesen sollte und versuchen. Und ich habe dann äh, in den ersten Jahren sowohl Harnoncourt wie auch Gustav Leonhardt gefragt, hör mal, wie möchten Sie, dass ich das singe? Was muss ich tun? Und sie haben gesagt, mein Gott, wir haben Sie gewählt, weil wir zufrieden sind mit Ihrem Gesang, aber wir sind Instrumentalisten, wir sind keine Sänger und wir können überhaupt nicht sagen, wie Sie singen sollen. Also machen Sie, wie Sie es sowieso machen. Ne? Naja, das war für mich natürlich eine, sagen wir, seelische Unterstützung, aber ich habe trotzdem dann noch viel gelesen und nachgedacht über den Stil, über die Zeiten damals. Es gibt ja viele Bücher. Eins der bekannten ist Caccini, die Einleitung zu seinem Nuove Musiche, worin er sehr viel schreibt, wie man eigentlich seine Musik singen soll. Ne? Und naja, habe ich viel nachgedacht über, wie Bach arbeitete in der großen Kirche in Leipzig mit viel Lärm und auf dem hohen Balkon, weil unten in der Kirche die Leute gingen und kamen, wahrscheinlich viel Lärm, wie das alles ziemlich chaotisch wahrscheinlich gewesen ist. Trotzdem hat Bach solche äh, schwierige und ideale Dinge komponiert, dass irgendwie muss er auch die Leute gehabt haben, die Musiker, Sänger und Instrumentalisten, um das doch mehr oder weniger in seinem Sinn zu verwirklichen. Ne? Und ob das je ideal geklungen hat, das weiß man nicht, weil es waren Knaben, es waren Buben, die Instrumentalisten, darüber hat er sich oft geärgert. Also, wie das ging, weiß ich nicht. Aber heutzutage sind wir natürlich sehr spezialistisch und ich habe, wie gesagt, von ähm, Leonhard und Harnoncourt gelernt durch den Proben. Sie sagten, wir arbeiten mit unserem Orchester und ich war da natürlich immer dabei, als sie probten und ich habe einfach zugehört, was für Anweisungen sie gaben. Und diese instrumentale Sprache habe ich dann für mich übersetzt in vokalen Übersetzungen, in Ideen. Und so habe ich eigentlich gelernt. Es ging ja immer sehr vom Text aus, also es war sehr textbezogen, wie man die Interpretation angeht. Und Ja, das war ja auch neu, aber da sind Sie ja besonders gut. ja, Wie haben ja. Sie diesen Weg gefunden? Ähm, eigentlich dadurch, dass Bach, also die Sekko-Rezitative, die sind natürlich am meisten ähm, bildend und expressiv. Und wenn man die Sekko-Rezitative sich anschaut, dann hat Bach mit jeder Note, jedem Wort, jede Silbe illustriert durch die Noten, wie er das wollte. Ähm, das schönste Beispiel ist in die Kreuzstabkantate, eine Solokantate für Bariton. Dieses Rezitativ, mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. Ähm, das ist von Beginn bis Ende, das sind 2 Seiten, von Beginn bis Ende ist die Art von Komponieren eine Anweisung, eine Stunde in Interpretation, wie soll man das singen.
Und ja, das war eigentlich für mich meine Inspiration. Oh, auch die Gespräche mit Harnoncourt zum Beispiel, die man lernte, als wir zusammensaßen bei Kaffee mit den anderen Spielern und Instrumentalisten dazu. Und er hat erzählt und diskutiert. Eines Tages sagte ein äh, Instrumentist, der Horn spielte. Das Naturhorn ist natürlich ein sehr schwieriges Instrument und nicht alle Töne sind darauf anwesend. Und dann hat der Spieler zu Arnoncourt gesagt über Kaffee, oh, sagt er, man kann wohl sehen, dass Bach selbst nicht Horn spielte, denn er hat dort und dort Töne komponiert, die es gar nicht gibt auf dem Instrument. Und dann hat Arnoncourt unmittelbar geantwortet, nein, 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 Sie, Sie sind falsch. Schauen Sie mal in die Partitur. Dort, wo die Töne so schwierig sind, dass nur ein unschöner Ton hervortritt, dort steht im Text Schmerz oder Tod oder etwas anderes Schreckliches. Und Arnoncourt sagt also, wenn Bach etwas Unmögliches verlangt von Bläsern, dann hat es seinen Grund. Naja, solche Dinge waren für mich so viel Weisheit, so erleuchtend, dass ich davon viel gelernt habe. Ne? Sie haben also nicht nur geprobt, Sie haben gleichzeitig geforscht. Natürlich, Oh weil ja, 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 Sie haben das ja, dauernd. das war ja das erste Mal auf Originalinstrumenten. Und Sie haben von dem Knaben gesprochen. Das war ja auch das erste Mal, dass man Knabensolisten einsetzte in diesem Repertoire und also wieder nach Bach, ja, dass man das wieder machen wollte. Ja. Und auch der Knabenchor statt Sopranen und so weiter eingesetzt wurde und dazu noch in kleiner Besetzung. Das war damals sehr umstritten. Wie hat das funktioniert, wenn Sie das probiert haben? War das Ähm, besonders schwer für die Knaben? Wie haben sich die Chorleiter dazu verhalten? ja, ich war bei den Proben von den Knaben und den Dirigenten. Da war ich natürlich nicht anwesend. Ich habe nur gehört, als sie zu den Aufnahmen kamen und ganz gut vorbereitet waren. Ähm, ich glaube erstens, die verschiedenen Knabenchöre waren so erfahren, so gut, dass sie auch das scheinbar Unmöglichste machen konnten. Es gibt verschiedene Dirigenten natürlich. Wir hatten Wiener Sängerknaben und auch Dölzer Knabenchor und noch andere dazu. Äh, es waren mal Geschichten, dass der Dirigent eigentlich wie ein Sklaventreiber war. Also, äh, unnett zu den Knaben und das habe ich nie mitgemacht, aber Instrumentalisten haben mir das erzählt. Und die Knaben waren eigentlich immun dafür, die waren das so gewohnt, die haben das kaum bemerkt. Wie dem auch sei, der Erfolg war immer da und war immer schön. Natürlich, die Solokantaten und Rezitative haben von den Knaben ziemlich naiv geklungen. Man konnte nicht diese Vertiefung verlangen, die bei den erwachsenen Solisten waren. Vor allen Dingen mein guter Freund Kurt Ikelutz, natürlich der also Expression selber war, den habe ich so geschätzt immer. Ähm, ja, das war es. Also die Knaben waren einfach sehr gut und sehr zuverlässig. Mhm. Um noch bei den Stimmen zu bleiben, bei der Matthäus-Passion 1970 wurde ja dann kurzfristig Paul Ellsworth geholt. Und vorher
hat Hanunkur auch schon mit Alfred Deller gearbeitet. Das heißt, man nahm für die Altpartie Countertenöre und das war ja nun etwas sehr Neues noch dazu. Ja, sicher, ja. Ja, es hat ziemlich viel, sagen wir, äh, Bewegung gegeben, als für die Matthäus-Passion die Solisten gewählt wurden. Aber Sie haben eben äh, damals gefragt, ob ich je Krach mit Arno Kur gehabt habe. Das ist nicht der Fall. Ich habe nie Krach mit ihm gemacht. Einmal waren wir nicht derselben Meinung und das war wegen der Jesus-Partie in der Matthäus-Passion. Er meinte, das soll ein tiefer, ein dunkler Bass sein. Und er hat dann schließlich Ridderbusch dafür engagiert. Nicht? Und ich meinte, weil Jesus ja zu 30 Jahre alt ungefähr war, dass eher ein jüngere Stimme, ein Bariton-Sound besser wäre. Und ich hatte gehofft, diese Rolle also singen zu dürfen. Aber er hat vorgeschlagen, also vorgezogen, Ridderbusch, und ich habe dann 2 von den 4 Arien gesungen, meine ich. Oder alle 4, das weiß ich nicht mehr. Ja, und anscheinend hat's mit Alten auch ja, viel Nachdenken gegeben und Ausprobieren, aber äh, Countertenöre hat es immer gegeben. Wir haben nie weibliche Tenöre gehabt. Ein einziges Mal so ab und zu mal ein Knabenalt. Es gab einige sehr gute und das hat auch sehr gut geklungen. Ähm, aber weibliche Alten hat es in dieser Zeit für diese Aufnahmen nie gegeben. Mhm. Ähm, die die Gesamtaufnahme der Bach-Kantaten haben sich ja Gustav Leonhardt und Nikolaus Harnoncourt geteilt. Und die alte Musikbewegung war eigentlich zuerst in den Niederlanden ja viel stärker als in Österreich. Ja, Harnoncourt und Leonhardt haben sich in Wien kennengelernt und waren gleich sehr befreundet. Und doch sind es ja sehr unterschiedliche Charaktere. ja, Und sie machen auch auf sehr unterschiedliche Art Musik und trotzdem konnten sie das zusammen machen. ja. Und sie haben auch sehr, sehr viel mit Leonhard zusammengearbeitet. Oh ja, ja, ja. Können Sie mir sagen, inwieweit die unterschiedlich waren in der Zusammenarbeit mit Sängern oder mit Ihnen? Wie waren da die Unterschiede zwischen beiden? Ja, die Unterschiede bei den Aufnahmen waren nicht so groß. Ich meine, sie hatten jede eine total verschiedene Art von Interpretation. Wir wissen natürlich, Harnoncourt war ein Musterbeispiel von Spontanität und Dramatik und Leonhard eher sehr genauig und sehr stilsauber. Trotzdem muss ich sagen, der Klang von den beiden Gruppen, äh, ich finde der Unterschied nicht sehr groß. Ähm, es ist alles sehr genau. Vielleicht hat auch Wolf Erichson, der natürlich der zentrale Manager war, der alles kombiniert hat und zusammengehalten hat, hat dafür gesorgt, dass keine Riesenunterschiede waren, denn es war ja ein Projekt von 200 Bach-Kantaten und da sollten keine Unterschiede sein, also zu auffallend, aber kleine Dinge schon und auch in den Solisten war Varietät, nicht? Ähm, Equilus war der zentrale Tenor, der fast alles gesungen hat. Alten haben sich geändert und Anungur hat zu einem gewissen Moment zu mir gesagt, hören Sie, ich bewundere sehr Ihre Virtuosität und Gefühl und Vortrag, aber ich äh,
wollte gerne eine tiefere, also eine dunklere Stimme, einen richtigen Bass haben. Also ab, ich weiß nicht, 35 oder so, habe ich mit ihm nicht mehr gesungen, nur die alle mit Leonhard. Und er hat dann verschiedene Bässe ausprobiert. Äh, und ja, das ist natürlich eine Auffassung. Ich habe eher eine Baritonstimmen, da hat der Vorteil, dass es geläufiger ist vielleicht. Aber dass man für Basspartien eine richtige Bassstimme vorzieht, das ist allerdings zu Recht. Man kann nur dazu sagen, dass in der Barockzeit gab es das Wort Bariton oder Mezzosopran noch nicht. Mittlere Stimmen wurden nicht eigens in den Partituren beschrieben. Also bei Händel, Bach und so weiter. Alle tiefere Stimmen sind entweder Bass oder Alt. Aber natürlich hat es in Wirklichkeit die anderen, die leichteren Stimmen auch gegeben. Und die haben auch damals gesungen. Das Mhm. weiß man aber nicht mehr. Es gibt auch heute noch Diskussionen darüber, wer eigentlich bei diesen Aufnahmen die musikalische Leitung hatte. Denn bei den großen Kantaten saß ja Leonhard am Cembalo, Nikolaus saß immer am Cello und dirigiert hat dann oft auch der Chorleiter. Wie konnte man sich Ähm, dann einigen, wer hat den Ton angegeben? Oder war das immer ein ja. Gemeinschaftsprojekt unter der Ähm, Leitung von Erichson? Der Chorleiter hat nur dirigiert bei der Matthäus-Passion. Vielleicht Johannes-Passion, das ist nicht, aber bei den Kantaten habe ich nie einen Chorleiter als Dirigent gesehen. Es war so, dass Leonhard hatte immer einen Schüler am Orgel und alle Tutti, also Orchestersachen und so weiter und Chöre, ist von dem Schüler gespielt worden. Also entweder Ton Koopmann oder wie heißt er noch genau? Weiß ich nicht mehr. Und Leonhard selbst hat nur die Rezitative begleitet. Und vielleicht Arien mit einem Obligatinstrument und Continuo. Also Leonhard hat die Chöre und die Arien immer dirigiert, richtig als Dirigent. Und jetzt mal schauen, Arnoncourt saß immer am Cello und hat, ich meine, von dort aus als Maestro al Cello dirigiert, so wie Cembalisten auch von dem Klavier aus dirigieren. Aber wie gesagt, der Chorleiter, den habe ich kaum je begegnet. Sie waren vielleicht im Hintergrund dabei, um zuzuschauen, wie es gegangen ist. Mhm. Interessant. Es gab also keine großen Diskrepanzen der Auffassungen zwischen den Leitern, also zwischen Leonhard, Nikolaus, Erichson. Die sind sich einigermaßen einig gewesen. Ja, Ja. sicher. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was schon stimmt, ist, dass ähm, Leonhard war sehr zufrieden mit den Knaben in dem Tölzer Knabenchor und sonstige Chöre. Aber mit den Männern war er nicht immer zufrieden. Also er hat sehr oft die Kombination gemacht von äh, die männlichen Sänger aus England, ich weiß nicht mehr welchen Chor das war, und die Knaben aus dem Tölzer Knabenchor. Das ist auch so immer äh, den Büchern beschrieben. Nicht? Ja, er war sehr genauig und hat das so verabredet mit, ich nehme an,
meistens mit Wolf Erichson, der eigentlich, wie ich vorher sagte, in künstlerischen Sachen der Kupfel war, nicht? Alles übersehen hat und alles zusammengehalten hat. Mhm. Sie haben berichtet, dass also Ihre Interpretationskenntnis der alten Musik so nach und nach by doing kam, indem Sie selbst auch gelesen haben oder eben sich diskutiert haben während der Proben, wie es gehen kann. Wie ist es denn den anderen Kolleginnen und Kolleginnen von Ihnen gegangen? Sind die auch, waren die auch alle naturbegabt oder die? Ja, sie haben sicherlich äh, meistens so gesungen, wie die beiden Dirigenten das hören möchten. Und ja, es hat vielleicht mal Diskussionen gegeben und Anweisungen, mach mal lieber so, mach mal lieber so, ein Triller von oben oder sowas oder etwas weniger Vibrato oder mehr. Ähm, aber viele, also Interpretationsdiskussionen erinnere ich mich nicht. Weder von mich selbst, sondern von den Kollegen. Mhm. Aber ja, von mir aus, die, die ganze äh, Umstände, wie eine Komposition zustande gekommen ist und aufgeführt wurde zur Zeit, ist für mich immer die Inspiration gewesen. Zum Beispiel Schubert. Ich habe ja auch viel Schubert gesungen. Ich habe mal viele Bücher über ihn gelesen und wie er meistens in Familienkreis und so unter Freunden musiziert hatte. Und einmal äh, hat, hat ein Freund geschrieben äh, in einem Brief an einen anderen Freund. Gestern war ein Hauskonzert von Schubert und Vogel, den Sänger. Und äh, es war wunderschön, aber wie schon vormals geschehen war, irgendwie in der Mitte musste man aufhören, weil sowohl die beiden Musiker wie auch die Zuhörer so in Tränen verstickt waren, dass es keinen Sinn hat, weiterzugehen. Also äh, daran denke ich, wenn ich Schubert singe, dass es also wirklich eher Gefühl sein muss als Stimme. Denn es war nie in großen Räumen, es war immer in einem beschränkten Kreis, äh, intim, manchmal auch fast Sprechgesang vielleicht, aber mit viel Gefühl vor allen Dingen. Naja, das war Schubert, aber so gibt es natürlich in dem französischen Repertoire, das ich aufgenommen habe, gibt es dieselbe Geschichte, dieselbe Vorbereitung. Aber gehen wir mal zu Monteverdi. Jetzt haben wir viel über Bach gesprochen. Inwiefern war das anders bei Monteverdi, den zu entdecken? Ja, Monteverdi, ähm, seine Kompositionsweise ist so unterschiedlich von Bach. Die, die Harmonien und Quasi-Dissonanten und Dissonanten, die fragen so viel, ein beherrschtes Non-Vibrato, auch viel Messa di Voce, also Crescendo, Decrescendo, je nachdem. Es, es ist ja, eine andere Art von Singen, finde ich. Und die Instrumente klingen ja auch vollkommen anders. Die Bläser bei Monteverdi und die vielen gepflückten Instrumenten, also Theorbo und Lauten und so weiter. Es ist eine andere Welt und aber den Kontext inspiriert zu die Expression. Ne? Ja, italienische Deklamation ist ja auch nicht etwas, was man einfach so kann.
als Österreicher Ja, oder Niederländer. Das ist ja auch. ja. Naja, das ist natürlich der Beruf der Sänger. Er muss in jeder Sprache, worin er singen möchte, sich sehr vertiefen in der Sprache. In erster Linie natürlich Aussprache, dass es nicht mit einem schweren holländischen Akzent klingt oder je nachdem. Aber auch die, ja, die feineren Nuancen in der Aussprache und in den Worten, äh, die Betonungen, äh, es sind so viele äh, Details, zum Beispiel Doppeltkonsonanten auf Italienisch, fatto, spesso, fiamma, die müssen ganz doppelt klingen. Das muss auch auf Deutsch. Ich hatte viel Bekümmernis, aber es ist tabu auf Französisch und Englisch. Dann gibt es K, P und T. Auf Deutsch, das hat einen kleinen H hinter sich. Kommen, passen, tanzen. Das ist auf Deutsch und auch auf Englisch. T for two. Aber das ist wieder tabu auf Italienisch. Tanto muss nicht klingen, darf nicht klingen wie tanto und come nicht wie come. Das wäre ein Amerikaner, der Italienisch spricht. Also das sind so kleine Details, die muss man alle studieren und verstehen. Hat sich Harnoncourt da auch eingemischt in diese Dinge oder haben Sie die selbst mitgebracht, dieses Wissen? Ähm, nein, eigentlich Harnoncourt und Leonhard haben dazu wenig gesagt. Sie haben einfach erwartet, dass wir Solisten gut vorbereitet werden. Haben Sie in der Zeit auch mit anderen Dirigenten gearbeitet oder haben Sie nur Barockmusik gemacht oder haben Sie auch, also Nein, Schubert nein, natürlich, aber ich habe mit also vielen Dirigenten gearbeitet. Äh, Ehe ich noch mit Arnoncourt und Leonhard gearbeitet habe, gab es in Holland Anton van der Horst, der auch für Telefunken eine Matthäus-Passion aufgenommen hat, und zwar eine Live-Aufführung in der Kirche in Naarden. Er hat noch modernes Orchester gehabt, moderne Instrumente, aber er war der Erste, der damals, kurz nach dem Krieg, die Matthäus-Passion ohne Striche gemacht hat, also völlig, woher andere Dirigenten also viele Nummern gestrichen haben, um es zu kürzen. Anton van der Horst hat alles vollständig gemacht. Er hat auch 2 Orgeln dazu genommen, für jedes Orchester, weil bis dahin war immer nur ein Orgel und ein Organister. Er hat richtig Viola da Gamba engagiert, statt Cello. Er hat richtig Blockflöten engagiert, statt Traversflöten. Also Anton van der Horst war meine erste Begegnung mit authentischer Aufführungswahl. Und dann gibt es zu gleicher Zeit mit Arno Leonard gab es Jean-Claude Malgoire und sogar August Wenzinger aus der Schweiz. Mit dem habe ich in Amerika viel gemacht und von Amerika gesprochen. Da gibt es in San Francisco Jeffrey Thomas, ein Dirigent von den American Bach Soloists, der so gut ist. Ich habe den oft gesagt, Mensch, warum kommst du nicht öfter nach Europa? Wie du Bach machst, ist einfach wunderbar. Es gibt jetzt schöne Aufnahmen, aber ist nie in Europa gewesen. Später natürlich habe ich mit Ton Koopman viel gearbeitet und ja, viele andere auch.
ist zu Richtig. viel zu erwähnen. Ja, aber Sie kennen eben genau diese Anfangsszene nach dem Krieg und Sie haben mit so vielen verschiedenen Strömungen gearbeitet. Haben die sich auseinanderentwickelt? Gab es da nationale Schulen, die sich da herauskristallisiert haben? Ähm, Sie waren dabei, Sie können es uns sagen. Die nächste Generation hat nur die Schallplatte, um das zu beurteilen, aber Ja, ja, Sie ja, können es selbst sagen. ja. Ja, nationalen Schulen, ich glaube nicht. Ähm, es hat in Paris gab es Bill Christie mit seinen Les Arts Florissants. In England hat es verschiedene Barockgruppen gegeben. Und es, et, ich würde sagen, sie haben eigentlich alle ziemlich denselben Ziel erreicht. Ja. Die haben alle ein bisschen ihren eigenen Stil und die Kenner hören das auch. Aber der große Unterschied ist doch zwischen modernen Orchestern und Barockgruppen. Obwohl, und jetzt komme ich wieder zurück zu Harnoncourt, ähm, in Holland, als Harnoncourt angefangen hat mit seinem Concertus Musicus, war Holland das erste Land, das Harnoncourt eingeladen hat, zu kommen und denen zu unterrichten, wie man Barock spielt. Das Concertgebouworchester in Amsterdam hat Harnoncourt eingeladen, Matthäus Passion zu dirigieren. Das Residenzieorchester in Den Haag ebenfalls. Und dann auch die Niederländische Oper. Ich glaube, die haben alle Harnoncourt engagiert, ehe er noch großen internationalen Bekanntschaft bekam und auch ehe er in seinem eigenen Land völlig geschätzt wurde. Nachher kam dann der Schweiz, da hat er auch viele gute Beziehungen gehabt. Und von Den Haag, ich habe eben erwähnt, Residenzorchester, da erinnere ich mich, dass Harnoncourt in dem Kurhaus, ein großes Hotel, zum ersten Mal Matthäus Passion gemacht hat, also mit modernem Chor, mit modernem Orchester, aber völlig geteilt. Also da waren sicher 20 Meter zwischen Orchester 1 und Orchester 2. Der Saal war dazu sehr geeignet und das war eine Sensation, dass man jetzt wirklich das hörte, wie Bach das wahrscheinlich in Leipzig gemacht hat. Ne? Ähm, ja, ich bin stolz darauf, dass die niederländischen Ensembles Harnoncourt als ersten geschätzt haben. Aus dem Ausland, ne? Außerhalb von Österreich. Das ist richtig. Sie haben ihm zuerst vertraut. Könnte es auch daran liegen, dass er aus einer klassischen Orchestertradition kommt, dass so moderne Orchester glaubten, mit ihm leicht kommunizieren zu können? Sie sagen, dass er aus einem klassischen Orchester kommt, er Ja, selbst? er war ja Wiener Symphoniker, Ja, Cellist bei den Wiener Symphonikern lang ja, und ja. hat also die ganze klassische romantische Art und Weise der Interpretation selbst erlebt und wie moderne Orchester funktionieren. Das, Ja, natürlich, ja, er ja. hatte also eine Kommunikationsebene mit ihnen. Ja, aber ich nehme an, in seinem Herzen hat er immer gelehnt zu den Barockorchestern. Er hat ja zu gleicher Zeit Concertus Musicus gestiftet in Wien und sie haben zu gleicher Zeit musiziert. Wahrscheinlich manche Mitglieder von Concertus waren auch in modernen klassischen Orchester Alle, ja. betätigt. Ja, also das war ein dauerndes Hin und Her im Stil und man muss das sehr bewundern, wie sie das konnten überhaupt.
Ne? Das Ähm, und ja, ich glaube, Harnoncourt hat immer doch Respekt gehabt für die modernen, also klassischen Orchestern. Sonst hätte er später nicht mit denen musizieren können als Dirigent. Ne? Mhm. Ja, Harnoncourt ist für seine Bildsprache berühmt. Er hat Ja, ja sich nicht in musikalischen Fachausdrücken ja, ja, ähm, ja. Ja, kommuniziert, sondern durch seine Bildsprache. Hatte er die damals schon oder also das kam oh ja immer ja. sehr natürlich aus ihm heraus. Das war immer so. Nein, nein, das, das, das war immer klar und hat immer inspiriert. Ich habe eben schon erzählt von den Hornspielern, die also diese Diskussion über Kaffee mit ihm hatten. Und es hat auch, erinnere ich mich jetzt, ähm, ich habe mal als Concertus Musicus schon existierte und Arnoncourt noch nicht in Holland eingeladen war bei Concertgebouworchester und Residenzorchester und so weiter. Da war er einmal im Norden von den Niederlanden, Groningen, war er eingeladen worden von einem Chor, eine Groninger Bachvereniging, dirigiert von Johann van der Meer. Er hat einfach, also diese Oratorenchöre in Holland mussten immer irgendein Symphonieorchester mieten, um die Begleitung zu. Und der anscheinend Johann van der Meer war klug genug und hatte genug Geld, um Concertus Musicus nach Groningen kommen zu lassen. Die waren gar noch nicht sehr bekannt. Naja, ich wurde engagiert, ich bin dahin gefahren mit einigen Freunden im Wagen, die sehr Fanatiker waren auf Barocksingen. Die kamen, wir hatten dann Magnificat von Bach gemacht in Groningen. Es war, glaube ich, Agnes Giebel dabei oder war es Elli Ameling? Ich weiß nicht mehr. Einige, sagen wir eher romantische Solisten. Und dann nach dem Konzert fuhren wir mitten in der Nacht wieder nach Hause. Ich war in meinem Wagen und die Freunde, die Fanatiker waren, saßen hinter im Wagen und haben gesagt, das ist doch jammerschade. Da war dieses Concertus Musicus in Groningen, spielte schön mitteltönig, also in der Intonation und alles genauig und alles barock. Aber die Solisten und Chor, die haben weiter gesungen, wie sie immer gemacht haben. Das war doch keine Kombination. Wie jammerschade. Und ich am Steuer, also ich war sehr erschrocken. Ich so, mein Gott, habe ich so schlecht gesungen? Oder so am nächsten Vormittag habe ich Arnoncourt angerufen in seinem Hotel. Er war irgendwo in Holland. Ich habe gehört, hör mal, äh, haben wir gestern Abend so falsch gesungen, dass die Sänger also eine andere Intonation hatten als der Orchester. Und dann hat er unmittelbar geantwortet, so ein Quatsch. Ein Sänger intoniert automatisch, wenn er die Begleitung hört, intoniert er nach der Begleitung, weil seine Öhre und seine Stimme, die macht das automatisch. Also Sie haben gut gemacht und da war keine Rede davon, dass die Sänger falsch gesungen haben. So ein Quatsch. Naja, solche Dinge, so Spontanität, das war typisch Harnoncourt. Ne? Das hat uns immer sehr gefallen. Sie haben später viel unterrichtet. Haben Sie Harnoncourt mit in den Unterricht genommen? Also nicht als Person, sondern das, was Sie
mit ihm gearbeitet haben? Haben Sie das mitgetragen auf Ihre Schüler? Oh ja, 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 was ich eben in diesem Interview erzählt habe, äh, alle diese Geschichten, wodurch ich inspiriert wurde, die habe ich natürlich versucht, auf den Schülern überzutragen. Nicht? Dieselben Geschichten, dieselben Prinzipien waren immer da. Mhm. Haben wir noch was vergessen? Möchten Sie noch etwas erzählen, was ich nicht gefragt habe? Na, ich muss eben daran denken, dass nicht nur die Dirigenten haben mich sehr inspiriert, sondern auch die Instrumentalisten. Ähm, für Sänger ist natürlich Vibrato ein wichtiges Gegensatz. Die meisten meinen, der Sänger hat ein natürliches Vibrato und daran lässt sich nichts ändern. Aber das ist falsch. Sänger können ebenso gut Vibrato modellieren, wie auch Gambisten zum Beispiel. Und wenn ich mir die Gamben anschaue und anhöre, wie die mit der linken Hand ihr Vibrato machen, dann hört man genau, was es in den Büchern beschrieben wird. Vibrato ist Vortrag, ist Emotion. Man fängt den Ton an ohne Vibrato und wenn Crescendo kommt, macht man etwas mehr Vibrato und dann wieder weniger. Das sieht man an der Hand. Ne? Kommt mehr Vibrato dazu. Davon habe ich gelernt. Violen, Oboe, Flöten, also zum Beispiel Atempausen und Pausen in den Phrasen, Artikulation heißt das auch wohl, die lernen wir von den Flötisten, Oboisten. Die können durch ihre Technik können die sehr viel Legato, Legatissimo spielen, wenn sie wollen, aber sie machen es in Barockmusik nicht. Sie machen Phrasierung, äh, sie machen, als ob eine Melodie eine Phrase mit Worten wäre, mit Kommas und Punkt. Äh, und davon habe ich gelernt, dass auch eine Stimme nicht dauernd über Legato muss und so wenig wie möglich atmen und phrasieren, sondern lange Töne, lange Phrasen. Das muss nicht unbedingt sein. Es war also tatsächlich eine Entdeckergemeinschaft. Oh ja, ja, ja. Sänger, Instrumentalisten, Dirigenten zusammen, die haben einander geholfen. Ich werde nie vergessen, ähm, der ersten Violist von Leonhard-Konzert bei der ersten Probe ist sie zu mir gekommen mit ihrem Instrument in den Händen und hat gesagt, Max, ich möchte mal wissen, was sind deine Worte? Ah, so ist das. Ja, ja. Denn, sagte sie, ich spiele ja erst diese Melodie, die du später singst. Nicht? Also es ist auch Vorspiel und Nachspiel. Aber ich möchte Kommas und Phrasierung so machen wie du, Betonung von Knöten. Also ich muss wissen, was ist dein Text? Naja, das ist äh, ein Austausch von Inspiration von allen Seiten. Was würden Sie jungen Menschen raten, die jetzt anfangen, sich mit Aufführungspraxis auseinanderzusetzen? Wir sind ja nun sehr viel weiter in der Forschung, in dem, was man inzwischen weiß. Wir haben Instrumente, wir können sie kopieren, kaufen. Wir haben Vorbilder. Wir haben schon die dritte oder vierte Generation.
Ja, ja. die alte Musik spielt. Welchen Rat würden Sie jungen Leuten mitgeben? Ähm, viel zuhören, die guten Aufnahmen von früher, wenn sie noch zur Verfügung stehen, viel zuhören. Die Anweisungen lesen in den Büchern, in den Vorworten und so weiter, die es gab. Ich habe schon Catini erwähnt, es gibt noch viele andere. Und vor allen Dingen Text, Text, Text. Was meinen die Worte und wie soll man sie artikulieren, wie soll man sie aussprechen, wie soll man sie färben? Das sind so die Dinge. Und nicht unbedingt wie in der großen Oper, Volum, Volum, Volum und Legato, Legato und Vibrato, Vibrato. Macht unterschiedliche Sachen. Ganz herzlichen Dank, Herr van Egmond, Also für Ihre Zeit und danke Ihren. und ich hoffe, es wird ein Erfolg sein, dies in dem Rahmen von dem Harnoncourt-Archiv unterzubringen.